Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Talk About Holzbau. Heute, wie angekündigt, geht es um den Selbstbautisch, in genauer Bezeichnung den Buildtec A300. Gerade war er schon schön in Szene gesetzt, aber ich glaube, seine Ästhetik ist nicht sein überzeugendes Argument. Was wirklich für ihn spricht und für wen er besonders in Frage kommt, das wollen wir jetzt klären. Zunächst ist mal zu sagen, dass der Selbstbautisch im Grunde genommen von der Bauart her ein Zimmerermeistertisch ist. Warum Selbstbau? Im Gegensatz zum komplett fertigen Zimmerermeistertisch kommt der Selbstbautisch ohne Untergestell, dafür aber mit einer Anleitung, und mit Hilfe dieser Anleitung könnt ihr euch hier eure Unterkonstruktion für den Tisch selbst bauen aus Holz, und der eigentliche Montagetisch wird dann da oben aufgesetzt. Die Frage, warum überhaupt ein Selbstbautisch? Wie ihr sehen könnt, kann ich hier auf angenehmer Höhe schön bequem, kraftsparend arbeiten, in ergonomischer Haltung meine Elemente herstellen, anstatt mir auf dem Boden den Rücken kaputt zu machen. Und wie ihr alle wisst, Arbeitsschutz momentan ein Thema so wichtig wie nie zuvor. Erstmal fertig montiert, haben wir hier über Steckbolzen die Möglichkeit, den Tisch auf unsere gewünschte Elementbreite festzulegen. Dabei haben wir 13 Steckplätze fest und ausziehbar nochmal 6 dazu, was uns eine maximale Elementbreite von 3,80 Meter ermöglicht. Liegt unser Element erstmal im Winkel, kann ich es hier ganz einfach mit einem Handgriff über die Pneumatik spannen. Die Pressung sorgt nochmal für zusätzliche Genauigkeit, und jetzt kann ich hier auch ganz bequem an meinem Element arbeiten, ohne dass sich noch irgendwas von allein verschiebt. Durch den Quer- und Längsanschlag haben wir unser Element relativ schnell und sicher im Winkel und erreichen dadurch eine zuverlässig hohe Präzision. Dieser ganze Vorgang hat uns jetzt im Vergleich zur Montage auf dem Hallenboden eine ganze Menge Zeit erspart. Die Elementmontage geht deutlich schneller. Habt ihr vor, Dach- und Deckenelemente zu produzieren, gibt es für euch die Option von Querspannern. Diese könnt ihr manuell auf Position bringen. Dafür habt ihr so eine Messskala. Und auch diese werden mit einem Handgriff gespannt. Das Gute am Selbstbautisch ist, dass ihr viele Erweiterungsmöglichkeiten habt. Wie gerade schon gesehen, die Dach-Deckenspanne wären eine Option. Ihr könnt natürlich eine Multifunktionsbrücke drüber laufen lassen, oder wenn ihr den Tisch irgendwann in eine richtige Produktionslinie integrieren wollt, gibt es sogar die Möglichkeit, die Holzkonstruktion auszutauschen und euren Tisch dafür auf ein Fahrgestell zu setzen, um Elemente beispielsweise an einen anderen Tisch zu übergeben und wenden zu können. Vorausgesetzt natürlich, ihr lasst genug Platz in eurer Halle. Somit können wir festhalten, dass der Selbstbautisch besonders geeignet ist für Unternehmen als Einstieg in die Elementvorfertigung. Durch den Selbstbauanteil bleibt er verhältnismäßig kostengünstig, bietet dabei aber schon viele Vorteile wie die genannte Ergonomie, Präzision, Schnelligkeit und ist obendrauf noch flexibel erweiterbar in jede Richtung. So viel zu unserem Selbstbautisch. In unserem nächsten Video möchten wir uns gerne mit euch zusammen die Dateiformate BTL und WUP etwas genauer anschauen. Bis dahin, eine gute Zeit.